Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Roli backt und kocht. Wer auf YouTube, so wie ich, Rezepte präsentiert, der scheut ja nicht davor, meistens in Superlativen zu reden. Das beste Rezept, das, was weiß ich, grandioseste Essen, am schnellsten, am einfachsten, am besten, am leckersten, am was auch immer. Dieses Hähnchengeschnetzelte in Curry-Sahnesoße ist tatsächlich schlichtweg grandios. Es ist so gut, dass ich mich entschieden habe, meine Kochmütze aufzusetzen und euch zu sagen, das dürft ihr nicht verpassen. Hähnchengeschnetzeltes in Curry-Sahnesoße. So gut, dass ich es wirklich fast jeden Tag essen könnte. Aber ohne weiter dick aufzutragen, ohne blumige Worte zu verschwenden, gehen wir einfach in die Küche und fangen an. Die Zutaten wie immer unten in der Infobox. Los geht's! Ja, schon eingangs hatte ich das Rezept über den grünen Klee gelobt. Leute, so ist es auch. Nehmt euer Hähnchenfleisch, euer Hähnchengeschnetzeltes, gut salzen und dann durchmengen. In der Pfanne erhitzen wir etwas Öl, nicht unbedingt Olivenöl, wenn es zu heiß wird, wird es schnell bitter und wir wollen es scharf anbraten, also große Hitze am Anfang. Hähnchenfleisch rein, ein paar Mal wenden und dann garen wir das wirklich fast durch. Wenn es fast durch ist, nehmen wir die gehackte Zwiebel. Ja, ich habe eine Zwiebel gehackt, so eine halbe bis dreiviertel Zwiebel und die gebe ich damit rein und röste die Zwiebel mal noch ein bisschen mit an, dass sich da noch ein paar Röstaromen bilden können. Leute, ihr wisst, Röstaromen, das ist ein Muss. Einen Esslöffel Mehl nehme ich jetzt und den gebe ich da einfach mal noch dazu. Und hier kommt mein bestes Curry. Ich habe es hier aus Sri Lanka mitgenommen. 2 bis 3 Teelöffel. Lasst am besten hier die Finger vom billigen Curry, dem billigsten aus dem Supermarkt. Da tut euch meistens keinen großen Gefallen mit. Kauft euch ein anständiges Currypulver. Dann vermengen wir das Ganze. Ja, ihr seht schon, das Curry pappt hier wunderbar am Fleisch. Und dann Hühnerbrühe, Gemüsebrühe, Rinderbrühe, was auch immer, löscht ihr das Ganze einfach ab und lasst es hier mal so ein bisschen einköcheln. Und jetzt gehen schon die Curry-Aromen in unsere Brühe über. So, nach kurzer Zeit, wenn das Ganze ein bisschen eingeköchelt hat, nehmen wir die Sahne, einen Becher, und geben den auch einfach mal noch mit hinein. Und jetzt kommt das Ganze nochmal. Wir lassen es wieder einköcheln. Leute, das Einköcheln lassen ist eines der elementaren Bestandteile dieses Gerichts, denn hier entfalten die Aromen ihren vollen Geschmack. Ja, ihr seht schon, das köchelt ganz gemütlich und genüsslich vor sich hin. Wir rühren immer wieder mal so ein bisschen durch. Man könnte es auch noch ein bisschen andicken, wenn man möchte. Ich empfehle das nicht. Ja, unser Hähnchen-Curry ist jetzt fertig. Dazu serviere ich natürlich Reis und, was ich euch neulich schon mal gezeigt habe, was da auch gut dazu passt, meinen kleinen panierten Blumenkohl. Und den kann man nämlich nicht nur in Sour Cream dippen, sondern zum Beispiel auch in die Currysoße. Dann schauen wir mal, wie es schmeckt. Leute, ich sage, ein hammerschnelles, super leckeres Gericht. Entscheidend ist, dass ihr gutes Curry benutzt. Meins habe ich zum Beispiel aus Sri Lanka mitgebracht, aus dem letzten Urlaub. Nehmt nicht unbedingt das billigste Curry aus dem Supermarkt. Geht vielleicht mal in einen Laden, der mehr Gewürzauswahl hat und kauft euch ein richtig geiles Curry. Dazu eben guter Reis. An dem Gericht macht man nie was falsch. Super easy in der Zubereitung, schnell gemacht. Ich lasse es mir jetzt noch schmecken und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Roli.